Notfälle, Schockverletzungen, Operationen, Operationsfolgen. Wie weit kann die Homöopathie helfen? Wie setzt man sie richtig ein? Und gibt es noch Potenziale, die noch gar nicht genützt sind? Über diese spannenden Fragen spreche ich heute mit meinem so erfahrenen Kollegen Josef Karl Graspointner. Ganz herzlich willkommen auf unserer gemeinsamen Gesundheitsplattform. Josef, was ist denn die Essenz deiner Erfahrung zu diesem Thema Verletzungen, Unfälle und Homöopathie aus mehr als 35 Praxisjahren? Da gibt es ein großes Potenzial in der Homöopathie. Es gibt aber auch ganz klare Grenzen und über beides wollen wir sprechen. Das Erste, über das wir sprechen wollen, ist, dass es gut ist, wenn jeder, der jetzt zusieht, sich fragt, ob er schon oder wann er den letzten Ersten-Hilfe-Kurs trainiert hat, dass er in der Ersten Hilfe im Training bleibt, weil das ist das Wichtigste. Was man bei den Therapien wie die Homöopathie auch wissen muss, es ist eine individuelle Medizin, es ist also praktisch nicht jeder Notfall ein Anika-Fall. Und wenn man mit Homöopathie arbeiten möchte, dann kümmert man sich darum, dass man immer mehr entdeckt und diese einzelnen Feinheiten der Wirkstoffe voneinander unterscheiden kann. Wir helfen da ein bisschen mit. Wir helfen aber auch gerne dem medizinischen Personal, den Ärzten, den interessierten Medizinern gerne, um auch bei komplexen Traumafolgen, wo alles super war, wo also die Notfallmedizin, die Intensivmedizin alles super gemacht hat, die Operation gut gelungen ist und trotzdem das Outcome bescheiden ist und dem Patienten es nicht wirklich besser geht. Und da habe ich in der Praxis jetzt 35 Jahre Erfahrung, immer wieder zu Notfällen dazu gerufen worden, um eine Unterstützung für eine schlechte Wundheilung, für Traumafolgen, für Verletzungen, die nicht heilen wollen, zu geben und zu unterstützen. Und über das reden wir jetzt die nächsten Folgen. Also die Einzelmittelhomöopathie kann so eine wertvolle Ergänzung, Unterstützung sein, auch bei komplexen Verletzungen, wo jetzt Leiden wirklich gut dran tun, nicht irgendwelche Grubeli einfach zu geben, sondern wo es wirklich professionell richtig gut ausgebildete Homöopathen braucht. Das kann ihm so wertvoll sein, dass die Heilungsprozesse teilweise überhaupt erst in Gang kommen oder eben sich vollenden. Es gibt Impulse, die erstaunlich sind, die wir immer wieder in der Praxis sehen, wo wir einfach aus der Praxis heraus etwas, was funktioniert. Und wenn was in der Praxis funktioniert und wenn man sieht, das und der Zustand, nehmen wir einfach ganz ein klassisches Beispiel, Fraktur, kompliziert, muss operiert werden, muss geschraubt werden, müssen Platten eingesetzt werden. Der Unfall selber war furchtbar, der Patient hat einen Dauererregungszustand, kann nicht schlafen, kommt mit Schmerzmitteln nicht klar, die Schmerzmittel wirken nicht. Ja, und was dann? Und dann gibt es Durchblutungsstörungen. Dann überlegt man, ob man den Fuß abnimmt. Ja, und dann? Und da sehe ich eben die homöopathische Seite der Medizin. Und dort, wo die Medizin, die wir haben, ausreicht oder die Erste Hilfe über eine Wunde pusten, eine Wunde richtig schön auswaschen, damit kein Dreck reinkommt oder der Dreck rauskommt, dass keine Keime reinkommen. Diese Erste-Hilfe-Maßnahmen, das ist alles wunderbar. Aber was dann, wenn es nicht heilt, trotzdem nicht heilt? Da stecken oft andere Probleme dahinter, da stecken vielleicht Stoffwechselerkrankungen dahinter, da stecken vielleicht frühere Traumen dahinter. Das ist ein großes Feld, dafür braucht es eine gute Ausbildung oder für mich als Mama oder Papa oder als Laie braucht es das Wissen, wo sind denn die Red Flags, wo sind die roten Flaggen, wo ich mir Hilfe holen muss. Entweder bei meinem Arzt oder bei meinem Hausarzt oder bei meinem Homöopathen, bei meiner Homöopathin oder in der Klinik oder in der Notfallmedizin. Und dieser ganze bunte Blumenstrauß für den
individuellen Patienten ist es wichtig, dass die individuelle für den Patienten beste Lösung gefunden wird, ist meine Meinung. Ja, und das ist eben so hilfreich für das gesamte System. Also wenn Leute nicht über Monate, Jahre in Wundheilungsstörungen oder in posttraumatischen Folgebeschwerden dann hängen bleiben. Das hilft der gesamten Gemeinschaft, das hilft auch den Krankenkassen und eben dieses gemeinsam Miteinander und Füreinander ist in diesen Bereichen, in diesen komplizierten Erkrankungsbereichen, wo etwas nicht heilen möchte, ist es einfach notwendig, auch diesen homöopathischen Weg zu sehen und auch die Möglichkeiten und das Potenzial von diesem homöopathischen Weg auszunützen. Ich finde, es ist ein noch verborgener Schatz. Und wir sprechen hier eben immer von homöopathischen Einzelmitteln, also nicht von Mischungen. Wieso? Kannst du das vielleicht allen, die noch nie groß was von Homöopathie gehört haben, das kurz erklären, dass wir wirklich von Einzelmitteln, von nur Aconit, nur Arnika, nur Hypericum. Es ist eine Informationsmedizin und wenn jetzt 5 Köche oder 6 Köche gleichzeitig loslegen und alle miteinander quatschen, dann versteht der Körper und dann versteht unser Organismus nicht, welche Information soll er denn jetzt überhaupt ausführen. Da kommt es dann zum Kuddelmuddel und Kuddelmuddel bin ich kein Freund. Ich möchte es immer klar haben, ich möchte es fokussiert haben und ich möchte die Hauptbeschwerde erst einmal gelindert haben. Wenn die Hauptbeschwerde Durchblutungsstörung ist, dann muss erst die Durchblutung besser werden. Wenn die Hauptbeschwerde eine Sickerblutung ist, dann möchte ich, dass die Sickerblutung stoppt. Wenn die Hauptbeschwerde ein unaushaltbarer Schmerz ist, dann will ich, dass der unaushaltbare Schmerz gelindert wird. Sei es mit Homöopathie oder mit einem Schmerzmittel. Aber wenn das Schmerzmittel nicht wirkt, habe ich erstaunliche Erfolge bei bestimmten homöopathischen Medikamenten schon gesehen, die den Schmerz den Erregungsschmerz, dieses Erregungspotenzial des Schmerzes deutlich noch runter reduzieren können und wo wir immer wieder erstaunt sind, wie schnell das auch gehen kann. Und das funktioniert wirklich in deiner Erfahrung und in der Erfahrung ja auch von ganz vielen Kolleginnen ja weltweit, die Einzelmittel anwenden, dass gerade bei sehr krassen, akuten Zuständen Einzelmittel, einzelne Impulse sehr schnell auch wirken können und sehr gezielt und gut wirken können. Das ist der Vorteil von den Einzelmitteln. Wenn ich Arnika, Aconit und Rustox und all diese Mittel in einem Päckchen zusammenschnüre, dann weiß ich nicht, wo steht jetzt der Patient in seinem Heilungsprozess wirklich. Er hat vielleicht eine leichte Linderung, er sagt, es geht ein bisschen besser, aber die Gefahr, dass es dann nicht vollständig aushält, ist ein Ticken größer. Also wenn ich sage, erst gebe ich Arnika und wenn eine Sickerblutung folgt, gebe ich das Mittel für die Sickerblutung. Wenn der Schmerz im Vordergrund steht, gebe ich das Mittel für den Schmerz. Wenn die Schlafstörung im Vordergrund steht oder die Angst kommt immer wieder, der Unfall wiederholt sich jede Nacht wieder, dann wird das als erstes unterstützt und gelindert. Ich denke, das ist logisch, das ist wissenschaftlich und medizinisch auch nachvollziehbar und ich denke, das ist auch was lehrbar ist. Also weil es gibt 15, 20 richtig wichtige Verletzungsmittel in der Homöopathie. Wir werden hier sicher die wichtigsten 10 im Laufe unserer Serie Lebendiges Arzneiwissen erklären und darauf eingehen. Und wenn du, was du vorher erwähnt hast, begleitest, schwierige Heilungsverläufe, begleitend zur Schulmedizin als Homöopath zur Seite stehst, dass du wirklich ein Mittel, das nächste Mittel, immer wenn sich der Zustand dann zur Zufriedenheit verändert, dann einfach das nächste Verletzungsmittel für das, was aktuell im Vordergrund steht, einsetzt. Das kann ein Verletzungsmittel sein, aber es kann bei komplexen Fällen auch ein tief wirkendes chronisches Mittel sein. Das ist tatsächlich dann der Grund, warum es so viele Bücher gibt zur Homöopathie, weil es einfach komplex ist. Es ist keine Schmalspur-Medizin, sondern das ist eine komplexe Medizin und unterstützt das, was wir medizinisch
mittlerweile alles wissen. Und wir bleiben als homöopathisch arbeitende Ärzte, Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker nicht auf dem Wissen von vor 200 Jahren stehen, sondern wir versuchen wirklich über das Kompetenzzentrum in der Homöopathie einen vernünftigen Wissensstand-Level zu halten, dass wir immer an den neuesten Impulsen und Entdeckungen in der Medizin dran sind und auch verstehen, wenn Medikamente günstig sind oder günstiger sind wie Homöopathie, selbstverständlich dann erstmal diese Medikamente. Und wenn Folgeprobleme entstehen durch solche Medikamente, dann muss man überlegen, was der Patient möchte. Und der Patientenwunsch steht im Vordergrund. Und wir begleiten, wir unterstützen, wir geben keine Wunderratschläge, wir sind keine Esoteriker, wir versuchen auf eine gesunde Art und Weise regulierend auf einen Organismus einzuwirken, damit er sich selber helfen kann. Weil das kann die Homöopathie, die kann in uns Mechanismen freischalten, in diesem komplexen Körper, wo in einer Zelle über 1 Million biochemische Reaktionen sind, können diese feinen Impulse der Homöopathie dem Organismus helfen, eine günstigere Immunlage zu entwickeln oder auch Schmerzpotenziale abzubauen. Also ganz viele Möglichkeiten, die wir einfach entdecken, in der Praxis entdecken, ich seit 35 Jahren entdeckt habe, aber wo ich sage, ich weiß noch vieles nicht und freue mich über wirklich jede neue Entdeckung oder jedes neue Bild, was ich bekomme, wie denn unsere Therapie hilft und unterstützt. Du hast es ja gesagt, also die Homöopathie reguliert, die unterstützt diese Regulation im Menschen. Viele oder eigentlich fast alle Patienten, die mit so schwereren Verletzungen und ihren Folgen, die nicht ausgeheilt sind, zu dir in die Praxis kommen, die sind ja schon meistens 1A repariert. Diese Erste Hilfe, die Notfallmedizin, auch die Chirurgie. Du siehst ja diese gute Arbeit, die da oft geleistet ist, und trotzdem gibt es diese auch für Chirurgen oft frustrierenden Wundheilungsstörungen oder dass die Regulation halt der Menschen dennoch nicht das Ruder übernimmt. Und das ist Leben. Da bräuchte man einfach die Brücken, die zu bauen sind, damit wir uns gegenseitig, also die homöopathische Seite der Medizin und die Medizin sich gegenseitig helfen, damit es für den Patienten am besten rauskommt. Dass der möglichst schnell wieder gesund wird, damit er nicht ewig arbeitsunfähig ist, damit er nicht ständig Schlafstörungen hat, dass er nicht ständig einen Haufen Versuche mit Tabletten machen muss, die ihm oft dann, wenn sie zu uns kommen, ja nicht helfen. Ich kann jetzt nur subjektiv von dem sprechen, was bei mir in der Praxis passiert. Das ist die reale Welt, die hier bei mir in der Praxis ist. Und das gebe ich ja gerne weiter. Und das wissen ja auch alle, die schon mal krank waren. Manche Sachen gehen super mit Medizin und manche Sachen braucht man einen anderen Zugang und einen anderen Weg. Genau, die super gehen, die landen ja nicht bei dir, bei uns, sondern wir haben es ja mit denen zu tun, wo eben diese Lücke ist, dass es eben nicht klappt mit mechanistischer, biochemischer Medizin. Und an der Stelle, wenn Leute uns jetzt hören, die vielleicht sich wirklich noch nie mit Homöopathie beschäftigt haben, wird jetzt das Placebo-Argument kommen. Das ist doch längst erwiesen, dass die Homöopathie ja nur Placebo ist angeblich. Was ist da dein Argument an der Stelle? Längst erwiesen ist, dass es eben kein Placebo ist, dass die Forschungen, die es bisher gibt und die Grundlagenforschung zeigt, dass es ein anderer Mechanismus ist. Und ich aus der Praxis bin Praktiker und die Landwirte, meine Patienten sind zum Teil Landwirte, die sind auch Praktiker, und wenn die sehen, dass die Euterentzündung in 0, nix wieder abklingen tut, dann sieht man das. Welcher Mechanismus da dahinter steckt, wie das geht, gerne. Also man kann ja offen forschen, das ist ja kein Problem. Aber solange ich sehe, wie Belladonna wirkt und dass ich Belladonna von Arnika unterscheiden kann und Aconit von Opium unterscheiden kann und jedes Mittel in dieser Kügelchenform einen anderen Impuls beim Menschen setzen kann,
der messbar ist, der für den Patienten spürbar ist, der für mich als objektiven Betrachter, wenn der Patient zur nächsten Untersuchung kommt, sichtbar ist, dass die Wunde in Ordnung ist, dass die Blutung aufgehört hat, dass die Schmerzen weg sind. Solange ich das so sehe, möchte ich auch diese Therapie anwenden dürfen, weil ich habe über 40 Jahre gelernt, um so weit zu kommen, dass ich möglichst genau den Wirkstoff finde, den der Patient braucht, wenn er krank ist. Und zwar individuell, nicht nach einem Kochbuchrezept, wo ich einfach ein Buch aufschlage und sage, bei Kopfschmerzen gibt man das und bei Magenschmerzen gibt man das. Und eben auch nicht bei Verletzungen immer Arnika. Das werden wir ja jetzt dann in den nächsten Folgen sehr differenziert besprechen. Aber was auch noch vielleicht ein Punkt ist, wo man ja immer wieder so Vorurteile, Vorstellungen, Menschen, die diese Erfahrung gerade in Akutfällen noch nicht gemacht haben, Homöopathie, das braucht ja ewig bis zum Wirken kommt. Das stimmt ja, jeder, der das mal erlebt hat, Akutsituation und das passende homöopathische Mittel, der ist ja des Gegenteils überzeugt. Magst du dazu, wie lässt sich denn dazu das erklären, diese schnelle Wirkung, die wir immer sehen, wenn was sehr akut ist? Ja, ein Haus bauen und der Ziegelstein fällt auf die Hand oder die Gasflasche knallt auf die große Zehe und dann ist das erstens mal riesenschmerzhaft, dann ist es gequetscht, dann gibt es hier einen riesen Bluterguss, es gibt riesige Schmerzen. So, und Erste Hilfe, Sonntag oder Nachmittag. Keiner kann mich jetzt ins Krankenhaus fahren. Zum Hausarzt kann ich jetzt auch nicht gehen, weil Sonntag ist oder Samstag ist. Oder ich bin auf der Öten am Berg, kann ich auch nicht schnell mehr da runterfahren. Und dann gibt mir die Frau einen Arnika, ja, zum Beispiel. Weil, was ist typisch bei Arnika? Ich bin als Mann, ist nicht so schlimm, das wird schon wieder, möchte eigentlich gar keine Medizin. Ja, und die Kugel, gehen wir mit in die Kugel, die helfen mir sowieso nicht. Und dann sieht man halt immer wieder, dass der, wo gar nicht dran glaubt, in 0, nix sieht er, dass die Schmerzen weniger werden. Er sieht, dass die Schwellung zurückgeht. Und diese Hilfe, die dadurch möglich ist, ist in diesem kleinen häuslichen Bereich etwas, was sich immer wieder rumspricht. Auf der ganzen Welt spricht sich das rum, weil du Arnika erwähnt hast. Es ist das größte, also es ist am meist verschriebenste homöopathische Medikament auf der Welt. Und ich sehe es auch so in meinem Patientenumfeld, dass so Akutsituationen, gerade mit Arnika, weil das ziemlich gut bei diesen Situationen, die du beschrieben hast, funktioniert, oftmals die Aha-Erlebnisse sind für die absolut homöopathie-skeptischen Ehemänner. Und es geht eben so schnell und mich haben auch schon Leute gefragt, wie kann das sein? Und meine Erklärung, ich habe immer so ein Bild, die homöopathischen Arzneimittel sind ja Impulse für die Eigenregulation. Und diese Eigenregulation, die funktioniert, wenn was sehr akut ist, dann kann man sich das so vorstellen wie in einem Krankenhaus, wo dann alle zusammenrennen, alle verfügbaren Kräfte, wenn der Hubschrauber kommt mit so einem Notfall. Und so ist es in uns auch. Wenn was sehr akut ist, dann alle Kräfte werden dann mobilisiert und dann ist eben auch so schnell, dass der Mensch wieder aus der roten Zone draußen ist, eben auch aus dieser Schmerzzone. Das erleben wir ja immer wieder, wenn das homöopathische Mittel richtig gut passt, ob das jetzt mit Arnika ist oder ein Kind, das fürchterliche Ohrenschmerzen hat und dann gibt unser HNO-Arzt Apis oder Camomilla oder auch du und das geht ganz schnell. Je akuter es ist, desto schneller und intensiver wird auch da innen diese Eigenregulationskraft gebündelt. So kann man das erklären, Erfahrung. Oder? Ja, das ist tatsächlich so. Weil wir verstärken ja mit dem Apis oder dem Arnika, beim Arnika verstärken wir ja die Durchblutung. Es ist ja notwendig bei einer Verletzung, damit eben da keine Keime reinkommen, sondern dass das möglichst schnell abfließen kann oder mit frischem Blut durchflutet wird, wo eben, wie du sagst, dann die ganzen Helferzellen kommen und auch die Baumeister, die dann diese Zellen, die jetzt da kaputt gegangen sind, die müssen ja ausgetauscht werden, die müssen ja repariert werden. Und das macht unser Körper wunderbar. Also jeder Mensch ist ein Selbstheilungswunder. Wirklich.
Ja, Heilung ist immer Selbstheilung, das weiß auch jeder Jeder. Chirurg letztendlich, Ja. dass er halt die Voraussetzungen schaffen kann, dass das wieder alles heilt und sich wieder reguliert. Genau, und da wollen wir einfach auch das Bewusstsein dafür schärfen. Heilen macht der Körper selber. Die optimale Unterstützung geben, das ist das, was wir in der Medizin machen. Und die Medizin und die homöopathische Seite der Medizin täten gut dran, da ganz oft zusammenzuarbeiten. Das In ist ja ganz deine spezifischen Vision. Bereichen. Du bist ja dieser Visionär dieses konstruktiven, förderlichen, heilsamen Miteinanders. Interdisziplinär, weil wenn ich jetzt als Homöopath mich integriere in ein System und gleichzeitig Homöopathie studieren soll und gleichzeitig die neuesten Arzneimittel studieren soll, dann wird die geistige Kapazität wahrscheinlich das nicht schaffen. Aber wenn der eine Spezialist seine Informationen zusammen auf den Tisch legt und der andere Spezialist seine Informationen auf den Tisch legt und man schaut miteinander, was ist jetzt für den Patienten das Beste, dann kommt wirklich was Gutes raus. Schick mal diese Vision mal so in die Welt, weil die Menschen wollen alle, das kriegen wir immer wieder mit, wie sehr die schätzen so eine Bereitschaft zum Miteinander. Die Menschen brauchen was für chronische Schmerzen, sie brauchen was für vegetative Dysregulationen, sie brauchen was für Schlafstörungen, sie brauchen was für Ängste, sie brauchen was für autoimmune Prozesse, sie brauchen was für somatoforme Beschwerdebilder und bei funktionellen Störungen und Dingen, wo man gar nichts findet, braucht man ja auch eine Unterstützung. Also Paradigmenwechsel, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen eine Logik in der Medizin und die Medizin, die biochemisch helfen kann, die über Nahrungsergänzungsmittel, über Palliation helfen kann, ist genauso wichtig wie die Medizin, die über feine Reize informatorische Regulationsprozesse im Körper triggern kann. Das ist das Erste. Und das heißt, die Akutmedizin rettet für uns das Leben, aber die Regulationsmedizin kann die Chronifizierung vermeiden. Und aus wirtschaftlicher Perspektive, und das vielleicht als Abschluss, jeder chronisch kranke Mensch, der nicht mehr in die Arbeit kommt, ist ein großer Verlust schon mal für sich selber, weil er möchte ja gerne schöpferisch sein. Jeder Mensch möchte schöpferisch sein. Kein Mensch möchte jeden Tag mit Schmerzen aufwachen und mit Schmerzen ins Bett gehen und nicht mehr arbeitsfähig sein. Das will kein Mensch. Und je besser wir hier die Medizin voranbringen, dass es eben diese Chronifizierungen nicht gibt, dass es eben den Menschen eben nicht so wie jetzt, also heute haben wir sehr viel chronische inflammatorische Prozesse, wo die Menschen ständig unter Schmerzen leiden. Und für das brauchen wir alle miteinander als Menschenfamilie Lösungen, Zusammenarbeit und praktisch gute Ergebnisse. Die Praxis zeigt, ob die Theorie stimmt. Und gerade eben für diese Folge von Verletzungen sehr schnell diese regulative Medizin, das machen ja die erfolgreichsten, die wirklich großen Sportmediziner, allen voran Dr. Müller-Wohlfahrt vor. Solche Leute arbeiten ja ganz viel eben auch mit Regulationswerkzeugen. Wunderbar. Ein wunderbarer Arzt, der Dr. Müller-Wohlfahrt, der da auch dazu steht, dass er Homöopathie einsetzt, wo er sie braucht, der seine Medizin einsetzt, wo er sie braucht, der operiert, wo er es braucht. Eigentlich der Arzt und Mediziner, der einfach umfassend in seinem Fachgebiet auf allen Tasten von seinem Klavier spielt und nichts auslässt, weil ihm das Outcome und der Patient am wichtigsten ist. Nicht die Ideologie, sondern der Patient. Und deswegen wird er eben auch als Arzt und Mensch so tief geschätzt. Ja, ist auch für mich ein Vorbild. Ich mag den total gern, lese auch seine Bücher und finde, dass er eine hohe Ethik hat und Menschen mitnimmt. Und er für mich auch so ein Beispiel ist, ja, ich versuche jeden Tag ein bisschen besserer Homöopath zu werden, du versuchst eine bessere Homöopathin zu werden. Deswegen haben wir ja das Kompetenzzentrum. Und jetzt im gemeinsamen Gesundhaus über das lebendige Arzneimittelwissen wollen wir ein bisschen von unserer Arbeit mal rausgeben, weil ja niemand weiß, was wir tun.
Die Patienten haben keine Ahnung, wie viel das wir lernen und wie viel wir arbeiten. Das ist, glaube ich, niemandem bewusst, wenn er zu uns in die Praxis kommt. Und eben auch euch alle, die ihr zuhört, inspirieren, dass ihr über Arnika und vielleicht noch 2, 3 andere Mittel, die ganz viel dann eingesetzt werden, da auch hinauswächst und euch informiert. Und in dem Bereich, wo im kleinen häuslichen Bereich immer wieder ja was passiert, einfach auch immer fitter und kompetenter werdet und Gesundheit kreiert. Denn Gesundheitskompetenz ist das Wichtigste. Das sollte jeder Mensch, jedes Kind sollte schon Gesundheitskompetenz entwickeln. Und wir freuen euch, wenn ihr beim ersten Teil bei Aconit mit dabei seid. Da wird Josef wieder Praxisfälle, verschiedene Geschichten dazu, Differenzierungen erzählen. Und vielen Dank auch, wenn ihr uns unterstützen möchtet mit einem solidarischen Beitrag. Vielen Dank.